Einzigartige Natur. Orte magischer Schönheit. Rau und manchmal ursprünglich. Hier treffen unberührte Natur und Landwirtschaft aufeinander. Verwoben zu einem harmonischen Miteinander sind die Interessen aller ansässigen Lebewesen. Eingegrenzt von Bergen, Flüssen und den Ausläufern einer Millionenstadt. Diese bezaubernd schöne Landschaft lädt jeden zur Entdeckung ein. Jetzt, mitten im Winter, herrscht große Stille. Der Wald träumt vom Frühling, von Sonnenstrahlen, von Vogelgezwitscher, von magisch leuchtenden Käfern und von Fröschen, die sich zu einem Orchester versammeln. Doch all dies ähnelt einem Traum, denn es ist noch tiefer Winter. Außer der Stimme des Windes und den Rufen von ein paar Krähen ist nichts zu hören. Die Krähen geben dem Wald ein bisschen Hoffnung. Sie erinnern daran, dass nicht alles im Winterschlaf liegt und dass es hier bald wieder voller Leben sein wird. Hier, zwischen der Loisach und den Alpen, liegt einer der größten Moor- und Seelandschaften Bayerns. Die Berge versorgen dieses Gebiet ständig mit dem notwendigen Wasser. Auf den ersten Blick scheinen hier keine Tiere unterwegs zu sein. Doch an diesem Teich, der nicht ganz zugefroren ist, gibt es Insektenlarven und Würmer, die die selten gewordenen Bekassine anlocken. Diese Zugvögel kann man von Frankreich über Norditalien bis nach Südosteuropa finden. Dank umfassender Artenschutzmaßnahmen vergrößert sich die Bekassinenpopulation in einigen Gebieten langsam wieder. Manche der hierzulande brütenden Zugvögel verzichten in milden Jahren auf den Wegzug aus Deutschland. Im Winter sind die Tage kurz und die Sonne scheint nur schwach. Und die Nächte sind lang und kalt. Die Natur ist in einem Ruhezustand. Viele Tiere halten ihre Winterruhe und die Bäume wachsen nicht. Aber der Winter ist unberechenbar. Nach milden Tagen kann eine Kältewelle das Moor in kurzer Zeit in einen garstigen Ort verwandeln. Manchmal schneit es mehrere Tage lang und alles ist mit einer dicken Schnee- und Eisschicht bedeckt. Eine solche Kälte bringt viele Tiere an ihre körperliche Grenze. Und es werden nur diejenigen überleben, die sich richtig angepasst haben.
Eine Tierart ist sehr gut an diese raue Bedingungen angepasst. Der Fuchs hat einen sehr dicken und flauschigen Pelz, der ihm eine ausgezeichnete Isolierung gegen die bittere Kälte bietet. Mit seinem ausgezeichneten Gehör kann er seine Beute aufspüren. Hier ist der Schnee nicht so tief und die Mäuse können sich nicht unter dem Schnee verstecken. Das wird dieser kleinen Maus zum Verhängnis. Die Maus wird gesichtet und mit einem typischen Sprung gefangen. Natürlich ist nicht jeder Versuch von Erfolg gekrönt. Die Tage werden wärmer und länger. Der harte Winter wird langsam vergessen. Durch den frühen Morgennebel erscheinen die ersten Sonnenstrahlen und zaubern die magischen Farben herbei. Die Natur zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Die Luft riecht frisch und ist voller Düfte. Noch scheint es nicht so, aber der Frühling zieht langsam ein. Aus dem Nebel erwacht neues Leben. Der ganze Schnee schmilzt in weniger als einem Monat und der Frühling ist endlich angekommen. Die eisige Wüste verwandelt sich in ein magisches Mosaik aus blühenden Blumenwiesen und farbigen Seen. In diesem außergewöhnlichen Habitat erblüht das Leben. Der Wald, ein geheimnisvoller und dunkler Ort. Der Wald ist ein lebenswichtiges Ökosystem für unseren Planeten. Er ist die Heimat von zahlreichen Arten. Deutschland ist eines der waldreichsten Länder der Europäischen Union. Knapp 1/3 der Gesamtfläche ist mit Wald bedeckt. In diesem natürlichen Lebensraum ist jeder neue Tag ein neuer Anfang. Der Kleiber hat ein altes Spechtloch als neuen Brutplatz gewählt. Er muss den Eingang sorgfältig verengen, damit der Specht nicht eindringen kann.
Mit einer Mischung aus Speichel und Erde wird der Zugang so verkleinert, dass am Ende nur noch der Kleiber zum Gelege kommen kann. Eine Rückkehr des Spechts hätte für die Brut fatale Folgen. Vielleicht kann er sogar nächstes Jahr wieder hierhin zurückkehren. Nach dem langen Winter durchbrechen Bienen mit ihrem Summen die Stille. Diese Wiese am Waldrand bietet außergewöhnlichen Insekten und Vögeln Raum und Nahrung. Jetzt im Frühling leben die Schmetterlinge hier im Überfluss. Das war vor ein paar Jahren noch ganz anders. Früher mähten die Landwirte fast alle Wiesen lange vor dem Ende der Blütezeit. Das hat diesen wunderschönen Insekten einer wichtigen Nahrungsquelle beraubt, so dass ihre Zahl drastisch gesunken ist. Seit einigen Jahren werden die Ränder der Wiesen nicht mehr gemäht und die Schmetterlinge konnten zurückkommen. Ihre feine Nase hilft nicht nur bei der Partnersuche, sondern auch bei der Suche nach nektarreichen Blüten. Schmetterlinge paaren sich oft direkt nach dem Schlüpfen. Die Weibchen sondern über eine Drüse am Hinterleib Geruchsstoffe ab, sogenannte Pheromone, die von den Männchen wahrgenommen werden. So finden die meisten Nachtfaltermännchen ihre Weibchen. Um den Geruch auch über mehrere Kilometer wahrnehmen zu können, besitzen sie häufig sehr große, fächerförmige Fühler, auf denen zahlreiche Geruchssensoren sitzen. Schmetterlinge sind, bis auf die Antarktis, auf allen Kontinenten verbreitet. Weltweit gibt es mehr als 180.000 Arten. In Deutschland leben etwa 3.700. Die Falterweibchen legen ihre Eier normalerweise auf die Pflanzen, an denen später die Raupen fressen. Schmetterlinge sind mit erstaunlichen und sehr leistungsstarken Sinnesorganen ausgestattet. So können zum Beispiel ihre Fühler, die mit unserer Nase vergleichbar sind, zwar weniger verschiedene Geruchsstoffe wahrnehmen, diese erkennen sie aber viel besser. Mit ihren überaus empfindlichen Organen nehmen Schmetterlinge noch einzelne Moleküle eines Geruchsstoffes wahr. Der Freistaat Bayern hat auf Initiative des Volksbegehrens Artenvielfalt das Naturschutzgesetz zugunsten der Artenvielfalt verändert. Wiesen werden erst nach der ersten Blüte gemäht. Nasse Wiesen und Feldraine werden ebenso geschützt wie Hecken und Säume. Dies hilft, die Lebensbedingungen der gefährdeten Insekten nachhaltig zu verbessern. Aber leider sind nicht alle Gewächse harmlos oder gern gesehen in unserer heimischen Flora. Mit seinen wunderschönen zartrosa Blüten sieht das drüsige Springkraut zunächst ganz harmlos aus. Dass es bei Berührung seine Samen meterweit in die Welt hinausschießt, wirkt auch eher lustig als gefährlich. Aber genau diese Eigenschaft macht das Springkraut so gefährlich für die heimische Flora. Durch den Springmechanismus verbreitet sich das aus Indien stammende Gewächs in Windeseile und verdrängt selbst die widerstandsfähigsten einheimischen Pflanzen. Hat das Springkraut einmal Wurzeln geschlagen, kann man seine Ausbreitung kaum noch aufhalten. Im Sumpf ist die Luft fast das ganze Jahr hindurch feucht und sehr oft neblig.
Sümpfe bieten nicht nur sehr vielen Pflanzen ideale Lebensbedingungen. Sie sind auch für Wiesenbrüter wie zum Beispiel Bekassine, Kiebitz und Wachtel ein wichtiges Brutgebiet. Auch Schwarzkehlchen und Braunkehlchen kann man hier antreffen. Das Rotkehlchen findet genug Nahrung hier zwischen Flussufer und Waldboden. Bei Schlechtwettereinbrüchen können Zugvögel hier rasten. Sie finden ausreichend Schutz und Nahrung. Frühling ist die Zeit des Überflusses. Am Rande der Sümpfe treffen unberührte Natur und landwirtschaftlich genutzte Äcker aufeinander. Aus der Winterstarre aufgewacht, hat die Gelbbauchunke ihr Versteck verlassen. Jetzt ist es an der Zeit, wieder nach Nahrung zu suchen. Langsam beginnt die Paarungszeit. Zahlreiche kleine und größere Flüsse nähren eines der schönsten Moore Bayerns, die Kochelseemoore. Sie gehören zu den größten zusammenhängenden Feuchtgebieten Deutschlands. Nördlich des Kochelsees erstreckt sich entlang der Loisach eine Moorlandschaft von großer europäischer Bedeutung. Viele bedrohte Pflanzen- und Tierarten finden hier Zuflucht. Neben ihrem ökologischen Wert besitzt die reizvolle Gegend auch eine große touristische Bedeutung. Kulturelle Mittelpunkte der Gegend sind die beiden barocken Klöster Benediktbeuern und Schlehdorf. Sie zählen zu den ältesten in Bayern. Ihre Gründung erfolgte bereits im 8. Jahrhundert. Die Klöster sollten das dünn besiedelte Land urbar machen und an dieser strategisch wichtigen Stelle die bayerisch-fränkische Herrschaft sichern. Im Laufe der Zeit entwickelten sie sich zu bedeutenden Wirtschaftszentren. Die prächtigen Anlagen zeugen vom einstigen Reichtum. Seit rund 1000 Jahren wird die Moorlandschaft durch das Kloster Benediktbeuern und Kloster Schlehdorf landwirtschaftlich nutzbar gemacht, wodurch unter anderem artenreiche Streuwiesen entstanden sind. Trotz eines umfangreichen Entwässerungssystems ließen sich die Loisach-Kochelseemoore nie vollständig kultivieren. Heutzutage setzt man auf eine extensive Nutzung oder sogar Renaturierung der landwirtschaftlichen Flächen. So finden dort beispielsweise seltene Wiesenbrüter und bedrohte Insektenarten einen Lebensraum. Diese wertvolle Moorlandschaft entlang der Loisach entstand in der Würmeiszeit vor mehr als 15.000 Jahren. Die ausgedehnten Nieder- und Hochmoorflächen umfassen 3.600 Hektar. Insgesamt brüten oder rasten in diesem Gebiet mehr als 200 Vogelarten. Viele vom Aussterben bedrohte oder in Bayern stark gefährdete Reptilien, Amphibien und Insekten haben in dieser alten Kulturlandschaft eine Heimat gefunden. So die Kreuzotter und viele seltene Libellenarten. Das Blaumeisenpaar ist sehr beschäftigt. Sie haben viele Schnäbel zu füttern.
Bis zu 1 Dutzend Küken können sich in der Bruthöhle tummeln. Als Höhlenbrüter benötigen sie Bäume mit verlassenen Spechthöhlen oder Astlöchern. Ein Meisenpaar mit ihren Jungvögeln verzehrt zahlreiche Insekten und trägt somit viel zum natürlichen ökologischen Gleichgewicht bei. Hoffentlich ist dieses Astloch hoch genug. Das Wiesel würde sich sehr über eine leckere Mahlzeit freuen. Aber das Wiesel scheint heute mit etwas anderem beschäftigt zu sein. Eine herausragende Rolle in der Landschaftsschutzarbeit spielen die beteiligten Bauern. Ohne ihre Bereitschaft, an Programmen für eine extensivere Bewirtschaftung der Flächen teilzunehmen, wäre ein Biotopschutz nicht möglich. Hier in der Spatenbräu-Filze wurde bis in die 60er Jahre Torf abgebaut, der als Brennmaterial und zur Einstreu im Stall Verwendung fand. Voraussetzung für den Abbau ist immer eine Entwässerung, was zur Zerstörung des Moores führt. Um diesen Prozess aufzuhalten und das Moor als Lebensraum zu erhalten, begannen im Jahr 1994 Renaturalisierungsmaßnahmen, bei denen alle Entwässerungsgräben verschlossen wurden. Moore leisten nicht nur einen sehr wichtigen Beitrag zu Hochwasserschutz, indem sie Regenwasser aufnehmen und binden, sie dienen auch dem Klimaschutz. Der ständige Wasserüberschuss hält den Boden sauerstoffarm. Dadurch werden die abgestorbenen Pflanzen nicht vollständig zu Humus abgebaut, sondern als Torf abgelagert. So gelangt das in den Pflanzen gebundene CO2 nicht wieder in die Atmosphäre. Durch das Engagement von Privatpersonen, Naturschutzverbänden und Gemeinden konnte durch die Renaturierung allein in diesem kleinen Moor die Treibhausgasemissionen um 270 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr gesenkt werden. Ob die Maus die Gefahr schon bemerkt hat? Schnell kann es zu spät sein. Unachtsame Mäuse oder auch Wiesel stehen auf seiner Speisekarte. Es ist ein alltägliches Geschehen in dieser Wiesenlandschaft. Dieses Mäuse-Bussard-Spiel, bei dem meist die Maus verliert. Der Mäusebussard ist der in Mitteleuropa am weitesten verbreitete Greifvogel. Auch in Bayern ist er heute nahezu flächendeckend zu Hause. Diesen Schwarm von Starren anzugreifen, ist auch für einen erfahrenen Vogel wenig erfolgsversprechend. Der Bussard verfügt über eine Art eingebautes Fernglas in seinem Auge. Er kann über große Distanzen seine Beute orten. Dem Vogel hilft nicht nur seine Scharfsinnigkeit. Das Bussardauge nimmt auch UV-Licht wahr. Ein klarer Vorteil bei der Mäusejagd, denn Mäuseurin reflektiert UV-Strahlen. So kann der Bussard die Pinkelspuren der Nager erkennen und schon von weitem beurteilen, ob es sich für ihn lohnt, eine bestimmte Wiese genauer unter die Lupe zu nehmen. Dank der Einführung der ganzjährigen Schonzeit im Jahre 1970 ist in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Zunahme der Population festzustellen. Der Mäusebussard jagt nicht nur aus der Luft, auch zu Fuß ist er gut unterwegs.
Sommer, Herbst und Winter. Die Natur befindet sich in ständigem Wandel. Ein sehr wichtiger Teil dieses Jahrtausende dauernde Kreislaufs ist das Wasser. Das Wasser aus den Bergen ist unerlässlich für diese Moorlandschaft. Es ist sauber und nährstoffreich. Bei vielen Tieren ist die Zeit gekommen, sich zu paaren. Dieser kleine See ist ein echtes Paradies für die vielen Froscharten, die hier heimisch sind. Hier verbringen sie die meiste Zeit des Jahres. Der See bietet auch Lebensraum für viele andere Tiere, wie zum Beispiel die aus Südamerika stammende Nutria. Dieser Nager wurde einst ihres Pelzes wegen in Europa eingeführt. Die Nutria ist sozusagen der Gärtner in diesem Gewässer und sorgt dafür, dass die Pflanzen nicht zu groß wachsen. Wo das Nahrungsangebot so groß ist wie hier am See, sind auch die Raubtiere nicht weit. Von da oben wird jede Bewegung aufmerksam beobachtet. Der Graureiher hat eine ausgezeichnete Sicht auf den See, der von unzähligen paarungsbereiten Fröschen besucht wird. Der Graureiher ist ein sehr geduldiger Jäger und wird heute sicherlich nicht mit leerem Bauch den See verlassen. Die Bläshuhnfamilie ist größer geworden. Die Küken sind Nestflüchter und können von Anfang an schwimmen. Sie wurden erst vor ein paar Tagen geboren und werden diesen See in den nächsten Monaten nicht verlassen. Das hat einen guten Grund. Der Fuchs beobachtet jede Bewegung der Familie. Aber er hat wenig Chancen. Im Wasser sind die Kleinen gut geschützt. Auf der anderen Seite des Sees kann man ein viel friedlicheres Schauspiel beobachten. In dieser trüben Unterwasserwelt entwickeln sich tausende Kaulquappen. Manche tarnen sich als ein Ast, andere als ein Stück Baumrinde. Die vergangenen warmen Wochen haben die Entwicklung der Kaulquappen schnell vorangebracht. Diese Kaulquappe wird in ein paar Tagen ganz anders aussehen. Der Schwanz wird sich zurückbilden und dünne Beine werden wachsen. Für das Leben an Land werden die Kiemen einer Lunge Platz machen. Als fertige Frösche werden sie das Wasser verlassen, in dem sie die ersten 3 Monate ihres Lebens verbracht haben. Sie müssen einen sicheren Ort im Wald finden, an dem sie sich weiterentwickeln und wachsen können. Manche sind schon unterwegs auf ihrer besonders gefährlichen Reise.
Dieser kleine Frosch ist nicht mal 1 Zentimeter groß. Selbst Ameisen stellen für ihn eine Gefahr dar. Er sollte nicht zu vielen Ameisen auf einmal begegnen. Das könnte fatale Folgen für den kleinen Frosch haben. Die Frösche folgen ihrem uralten Instinkt. Er weist ihnen den richtigen Weg durch alle Gefahren, damit sie im Wald ankommen. Aber natürlich ist er nicht alleine auf seinem beschwerlichen Weg. Dieser kleine Frosch hat den langen Weg bis in den Wald geschafft. Nun hat der Sommer wirklich angefangen. Es ist die Zeit des Überflusses. Das Wiesel jagt die Mäuse nicht nur auf der Wiese. Mit seinem schlanken Körper kann er der Beute auch unter die Erde folgen. In den umliegenden Wäldern sucht ein Schwarzspecht nach etwas Essbarem. Der Fuchs jagt jetzt im Sommer auch am Tag. Wahrscheinlich, um den nimmersatten Nachwuchs zu versorgen. Solange das Eichhörnchen auf dem Baum bleibt, ist es in Sicherheit. Jetzt, im Sommer, gibt es sehr viele junge Mäuse. Nach dem Mähen dieser Wiese sind sie leichter zu fangen. Aber natürlich nur mit sehr viel Geschick und Geduld. Im Wald gelten andere Maßstäbe für Zeit, Struktur und Schönheit. Im Süden Bayerns sind die Wälder meist wirtschaftlich genutzt. Trotzdem bilden sie kleine Oasen, die zahlreiche Lebewesen vieler Arten beherbergen. Bäume waren den Menschen zu allen Zeiten heilig. Plätze mit alten Linden, Eschen oder Eichen galten überall in Europa nicht nur als besondere Orte. Man verehrte die Bäume auch wegen ihres hohen Alters, wie alte Menschen oder einfach als ehrfurchtgebietende Wesen. Du wirst mehr in den Wäldern finden als in den Büchern. Bäume und Steine werden dich lehren, was du von keinem Lehrmeister hörst, sagte einmal Bernhard von Clairvaux.
Nicht alle Waldbewohner haben heute das Glück, den Sonnenuntergang erleben zu können. An diesem warmen Morgen hat der Sperber eine Taube überrascht. Die Verfolgung hat nicht lange gedauert und jetzt endet die Taube als Frühstück für den Sperber. Er ist spezialisiert auf die Vogeljagd. Es ist ein uraltes Naturgesetz, dass nur die Stärksten oder Angepasstesten überleben. In diesem naturbelassenen Habitat ist jeder zugleich Jäger und Beute. Der Sperber erscheint manchmal vielleicht als gnadenloser Killer, aber er ist unerlässlich für das Gleichgewicht in diesem Wald. Der erste Eindruck täuscht. Mit ihrem langen, beinlosen Körper sieht die Blindschleiche einer Schlange zwar ähnlich, doch zählt sie zur Familie der Echsen. Ebenso täuscht der Name. Denn blind sind Blindschleichen auch nicht. Der Name wird auf das althochdeutsche Wort Blindschlicho zurückgeführt, das so viel wie blendende oder glänzende Schleiche bedeutet. In sommergrünen Laubwäldern und an den Rändern von Mooren fühlt sich die Blindschleiche besonders wohl. Hier findet sie auch ausreichend Nahrung in Form von Schnecken, Regenwürmern und Raupen. Eine Erdkröte versucht in Ruhe ein Sonnenbad zu nehmen. Jedes Jahr zum Beginn des Sommers, um die Zeit des Johannistags, kann man im Wald magisches Leuchten beobachten. Die Leuchtkäfer sind auf Partnersuche. In manchen Kulturen werden Leuchtkäfer als die ewig lebende Seelen von Verstorbenen angesehen. Nach Eintritt der Dunkelheit taucht ein echter Überlebenskünstler auf. Der Bergmolch. Diese lustig aussehende, kleine, uralte Amphibienart ist in Deutschland die häufigste Molchart und fast überall verbreitet. Nach dem Ende der Laichzeit ab Mai verlassen die erwachsenen Tiere das Gewässer wieder und entwickeln allmählich eine schlichte, unscheinbare Landtracht. Sie benötigen kleine Pfützen im Wald, wo sie sich paaren und ungestört entwickeln können. Die Molche bewegen sich dank ihres Ruderschwanzes unter Wasser flink wie Fische. Es scheint, dass der Sommer in vollem Gange ist. Aber eigentlich sind die letzten Sommertage schon gekommen. Die Libellen sind noch rechtzeitig geschlüpft und flugbereit.
Es sind Monate vergangen. Und die Bläshuhnküken sind groß geworden. Auch der kleine Fuchs ist gewachsen und hat gelernt, wie man alleine Mäuse fängt. Jetzt sorgt er für sich selbst. Groß und stark steht die Eiche im Wald. Ein Symbol von Lebenskraft und Ausdauer. Doch sie hat ganz klein angefangen und es grenzt an einem Wunder, dass aus einer solchen Eiche ein mächtiger Baum werden kann. Die Eiche weiß um die drohenden Gefahren und fruchtet mal mehr oder weniger stark. Nur alle 6 bis 12 Jahre entstehen besonders viele Früchte, die dann nicht alle von den Waldtieren gefressen werden können. Diese Bäume verraten, dass wir uns im Revier des größten Nagetiers Deutschlands befinden, dem Biber. In der Morgen- und Abenddämmerung ist der Biber am aktivsten. Er fühlt sich sehr wohl in unserem Gewässer. Der Biber war ursprünglich in Europa und Asien heimisch, wurde jedoch im 19. Jahrhundert durch Bejagung in weiten Teilen Europas und fast ganz Deutschland ausgerottet. Durch konsequente Schutzmaßnahmen und Auswilderung im 20. Jahrhundert haben sich die Bestände des Bibers in den letzten Jahrzehnten wieder erholt. Wie kein anderes Tier gestaltet der Biber die Landschaft nach seinen Ansprüchen. Er fällt Bäume, baut Burgen und Dämme und staut Bäche auf. Dadurch schafft er nicht nur sich, sondern auch vielen Pflanzen und Tieren einen geeigneten Lebensraum. Langsam neigt sich der Sommer dem Ende zu. Die Tage werden kürzer und die Nächte kühler. Ein wolkenverhangener, regnerischer Morgen im November und trotzdem sehr schön anzusehen. Der November gilt als Monat der Toten. Das hat sicherlich damit zu tun, dass der Monat November den Übergang vom Herbst zum Winter bildet. Dass die Tage kürzer und dunkler werden und dass wir sehen, wie in der Natur nach und nach alles stirbt. Das ist auch nicht anders für die Kolonien der Hornissen. In dieser Kolonie war noch vor ein paar Wochen das Summen von vielleicht 600 Hornissen zu hören. Jetzt endet die Lebenszeit der alten Königin und der letzten Arbeiterinnen und damit sterben auch die Nester. Hornissen erfüllen als eine Art Naturpolizei eine nützliche Funktion im Ökosystem. Ein starkes Hornissenvolk verfüttert pro Tag 1 Pfund an Mücken, Fliegen und anderen Insekten an seine Brut.
Der Volksmund sagt, 7 Hornissenstiche können ein Pferd töten, 3 einen Erwachsenen und 2 ein Kind. Dieser Irrglaube hat dem friedlichen Brummern nicht nur einen schlechten Ruf eingehandelt, sondern auch für lange Zeit einen Platz auf der roten Liste. Die einheimische Hornisse zählt wegen ihrer akuten Bestandsgefährdung zu den besonders geschützten Arten. Sie darf nicht getötet und ihr Nest darf nicht zerstört werden. Langsam verfärben sich die Blätter und fallen zu Boden. Die Natur bereitet sich auf den Winter vor. Wenn die Blätter fallen, fehlt das Nahrungsangebot für den Buchenrotschwanz. Die Natur setzt also ein Zeichen, mit der Verpuppung zu beginnen. Diese erfolgt am Boden im Laub, wo die Raupe auch über den Winter bleibt. Der Eisvogel ist wahrscheinlich eine der schillerndsten einheimischen Vogelarten. Sein blau-orangenes Gefieder ist ein echter Hingucker. Oft sitzt er im Schatten am Ufer eines Gewässers und hält Ausschau nach Beute. Hat er einen Fisch gesichtet, stößt er blitzschnell und steil ins Wasser, um seine Beute rasch mit dem Schnabel zu ergreifen. Wasser ist das zentrale Element im Lebensraum des Eisvogels. Trotzdem ist er nicht an allen Gewässern zu Hause. Nur an naturnahen oder wenig von Menschen beeinflussten Bächen, Flüssen oder Teiche mit einem guten, artenreichen Fischbestand findet der Eisvogel genügend Kleinfische, von denen er sich und seine Brut hauptsächlich ernährt. Der Eisvogel teilt seinen Lebensraum mit dem einzigen heimischen Singvogel, der schwimmen und unter Wasser tauchen kann. Der Wasseramsel. Ihre Nahrung besteht vor allem aus im Wasser lebenden Kleintieren wie Köcherfliegenlarven, Flohkrebsen oder Schnecken. Auch kleine Fische werden nicht verschmäht. Für Wasseramsel und Eisvogel ist es lebenswichtig, dass die Gewässer nicht ganz zufrieren, da sie ihre Nahrung nur unter Wasser finden können. Bald ist es wieder soweit. Und ein Jahreszyklus nähert sich dem Ende und es wird wieder Winter sein. Bevor die Störche nach Süden ziehen, versammeln sie sich auf dieser Wiese, um etwas Kraft zu tanken. Unsere Entdeckungsreise hat uns in zauberhafte Naturoasen geführt. In Wälder und Moore, die Heimat sind für viele schutzbedürftige Tiere und Pflanzen. Es sind keine unberührte Naturparadiese, keine Urwälder oder urtümliche Sümpfe. Sie wurden über viele Jahre intensiv von den Menschen umgestaltet und genutzt. In den letzten 30 Jahren hat jedoch ein Umdenken eingesetzt, das zum Ziel hat,
unserer Umwelt mit mehr Achtung und Respekt zu begegnen. Durch den vorbildlichen Einsatz von freiwilligen Helfern, privaten Grundeigentümern, Verbänden und Verwaltungen konnten sich Fauna und Flora in den gefährdeten Gebieten erholen. Diese Beispiele machen Hoffnung auf eine bessere Zukunft für Pflanzen, Tiere und Menschen.